Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Eines Sommermorgen saß ein kleiner Schneider an seinem Tisch am Fenster. Er fühlte sich glücklich und nähte fleißig. Plötzlich hörte er eine Bäuerin die Straße entlang gehen und rufen: »Gute Marmelade, billig! Gute Marmelade, billig!« Der Klang war angenehm für den Schneider, also lehnte er seinen Kopf aus dem Fenster und rief zu ihr: »Komm hierher, liebe Frau! Du kannst mir deine Marmelade verkaufen.« Die Frau kletterte mit ihrem schweren Korb die 3 Stufen zu seinem Laden hinauf, und er ließ sie all die Gläser für ihn auspacken. Er betrachtete jedes einzelne, hob es auf, roch daran und sagte schließlich: »Die Marmelade scheint mir gut zu sein. Gib mir bitte 4 Unzen, liebe Frau, und wenn es ein bisschen mehr ist das in Ordnung.« Die Frau, die gehofft hatte, viel zu verkaufen, gab ihm, was er wollte, ging aber verärgert und murrend weg. »Jetzt wird diese Marmelade von Gott gesegnet sein«, rief der kleine Schneider, »und mir Gesundheit und Kraft geben.« Er nahm Brot aus dem Schrank, schnitt ein Stück vom Laib ab und strich die Marmelade darauf. »Das wird großartig schmecken«, sagte er, »aber ich werde meine Jacke fertigstellen, bevor ich einen Biss nehme.« Er stellte das Brot neben sich und nähte weiter, so glücklich, dass seine Stiche immer größer wurden. Inzwischen zog der süße Duft der Marmelade viele Fliegen an, und sie summten um ihn herum. »Hey, wer hat euch eingeladen?«, sagte der kleine Schneider und versuchte, sie wegzuscheuchen. Die Fliegen jedoch verstanden ihn nicht und kamen immer wieder in größeren Schwärmen zurück. Schließlich verlor der kleine Schneider die Geduld, schnappte sich ein Stück Stoff von seinem Arbeitstisch und sagte: »Warte, ich gebe dir etwas.« Er schlug die Fliegen heftig damit. Als er nachsah, zählte er 7 Fliegen, die tot mit den Beinen in der Luft lagen. »Bist du wirklich so ein Kerl?«, sagte er und bewunderte seinen eigenen Mut. »Die ganze Stadt wird davon hören.« Der kleine Schneider schnitt schnell einen Gürtel, nähte ihn und bestickte ihn in großen Buchstaben: 7 auf einen Streich. »Was? Die ganze Stadt«, fuhr er fort, »die ganze Welt wird davon hören.« Sein Herz war so fröhlich, dass es sich wie der Schwanz eines Lammes anfühlte, der wedelt. Der Schneider zog den Gürtel an und beschloss, in die Welt hinauszugehen, weil er dachte, seine kleine Werkstatt sei nicht groß genug für seinen Mut. Bevor er ging, suchte er zu Hause nach etwas, das er mitnehmen könnte, fand aber nur einen alten Käse, den er in seine Tasche steckte. Draußen vor der Tür sah er einen Vogel, der in den Büschen gefangen war, und steckte ihn zusammen mit dem Käse in seine Tasche. Nun brach er mutig auf, fühlte sich leicht und flink, so dass er nicht müde wurde. Der Weg führte ihn auf einen Berg, und als er den Gipfel erreichte, sah er einen mächtigen Riesen dort sitzen, der friedlich umherblickte. Der kleine Schneider ging mutig auf ihn zu und sagte: »Guten Tag, Freund. Du sitzt hier und blickst über die weite Welt. Ich bin unterwegs, um mein Glück zu versuchen. Möchtest du mit mir kommen?« Der Riese sah den Schneider mit Verachtung an und sagte: »Du Lump! Du elendes kleines Ding!« »Oh, wirklich?«, erwiderte der kleine Schneider und öffnete seinen Mantel, um dem Riesen seinen Gürtel zu zeigen. »Du kannst lesen, was für ein Mann ich bin.« Der Riese las 7 auf einen Streich und dachte, der Schneider hätte 7 Männer getötet, was ihm den kleinen Mann ein wenig respektieren ließ. Dennoch wollte er ihn zuerst testen. Er hob einen Stein auf und drückte ihn so fest, dass Wasser herauslief. »Mach das auch«, sagte der Riese, »wenn du Kraft hast.« »Das ist alles?«, fragte der Schneider. »Das ist Kinderkram für uns.« Er griff in seine Tasche, nahm den weichen Käse heraus und drückte ihn, bis Flüssigkeit herauslief. »Siehst du, das war ein bisschen besser, oder?«
Der Riese war sprachlos und konnte nicht glauben, was er gerade gesehen hatte. Dann hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, dass der Schneider ihn kaum sehen konnte. »Jetzt, kleiner Mann, mach das Gleiche.« »Gut geworfen«, sagte der Schneider, aber der Stein kam wieder herunter. »Ich werde einen werfen, der nie wiederkommt.« Er nahm den Vogel aus seiner Tasche und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh befreit zu sein, flog davon und kehrte nicht zurück. »Wie gefällt dir dieser Wurf, Freund?« fragte der Schneider. »Du kannst sicherlich werfen«, sagte der Riese, »aber lass uns sehen, ob du auch etwas richtig tragen kannst.« Er führte den kleinen Schneider zu einer riesigen Eiche, die gefällt worden war, und sagte, »Wenn du stark genug bist, hilf mir, diesen Baum aus dem Wald zu tragen.« »Klar«, antwortete der kleine Schneider, »du nimmst den Stamm auf deine Schultern, und ich hebe die Äste, die sind der schwerste Teil.« Der Riese nahm den Stamm auf seine Schulter, aber der Schneider setzte sich auf einen Ast, und der Riese, der nicht zurückblicken konnte, musste den ganzen Baum samt dem kleinen Schneider tragen. Der Schneider war fröhlich und glücklich, pfiff ein Lied, als wäre das Tragen des Baumes eine leichte Arbeit. Nachdem er den schweren Baum eine Weile geschleppt hatte, sagte der Riese, »Ich kann nicht mehr. Ich muss diesen Baum fallen lassen.« Der Schneider sprang schnell herunter, ergriff den Baum, als hätte er ihn getragen, und sagte zu dem Riesen, »Du bist so ein großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal tragen.« Sie setzten ihren Weg fort, und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, griff der Riese nach der Spitze, wo die reifsten Früchte hingen. Er beugte ihn herunter, gab ihn dem Schneider und sagte ihm, er solle essen. Aber der kleine Schneider war zu schwach, um den Baum zu halten, und als der Riese losließ, schnippte der Baum zurück und schleuderte den Schneider in die Luft. Als er unbeschadet wieder zu Boden fiel, sagte der Riese, »Was ist das? Kannst du den schwachen Ast nicht halten? Mit meiner Stärke ist alles in Ordnung«, antwortete der kleine Schneider. »Denkst du, das ist ein Problem für jemanden, der 7 auf einen Schlag niedergestreckt hat? Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger dort unten in den Büschen schießen. Versuch, so hoch zu springen wie ich.« Der Riese versuchte es, konnte den Baum aber nicht überspringen und blieb in den Ästen stecken, was den kleinen Schneider wieder siegreich fühlen ließ. Der Riese sagte, »Wenn du so ein mutiger Kerl bist, komm mit mir in unsere Höhle und verbringe die Nacht.« Der kleine Schneider stimmte zu und folgte ihm. Als sie die Höhle betraten, saßen andere Riesen am Feuer, jeder hielt ein gebratenes Schaf und aß. Der kleine Schneider sah sich um und dachte, dieser Ort ist viel größer als meine Werkstatt. Der Riese zeigte ihm ein Bett und sagte ihm, er solle sich hinlegen und schlafen. Das Bett war jedoch zu groß für den kleinen Schneider. Er legte sich nicht hin, sondern kroch in eine Ecke. Um Mitternacht, als der Riese dachte, der kleine Schneider schlafe fest, stand er auf, schnappte sich eine schwere Eisenstange und hieb mit einem Schlag durch das Bett in dem Glauben, er hätte den kleinen Schneider für immer getötet. Bei Tagesanbruch gingen die Riesen in den Wald, ohne an den kleinen Schneider zu denken, der fröhlich und selbstbewusst auf sie zukam. Die Riesen hatten Angst, dass er sie alle totschlagen würde, und rannten panisch weg. Der kleine Schneider setzte seinen Weg fort und folgte seiner Nase. Nach einem langen Spaziergang kam er in den Innenhof eines Königsschlosses und, müde, legte er sich ins Gras und schlief ein. Während er schlief, kamen die Leute und schauten ihn an, lasen die Worte auf seinem Gürtel, 7 auf einen Streich. »Aha«, sagten sie, »was macht ein großer Krieger hier in Ruhe? Er muss ein mächtiger Herr sein.« Sie gingen zum König und sagten, dass dieser Mann, wenn Krieg ausbreche, sehr nützlich sei und nicht weggeschickt werden dürfe.
Der König fand die Idee gut und sandte einen seiner Höflinge, um dem kleinen Schneider militärische Dienste anzubieten, wenn er aufwachte. Der Bote stand neben dem schlafenden Schneider, wartete darauf, dass er sich dehnte und die Augen öffnete, und überbrachte dann die Botschaft des Königs. »Aus genau diesem Grund bin ich hierher gekommen«, antwortete der Schneider, »ich bin bereit, dem König zu dienen.« Er wurde willkommen geheißen und erhielt ein besonderes Zuhause. Doch die Soldaten waren gegen den kleinen Schneider und wünschten sich, er würde gehen. »Was wird jetzt geschehen?«, flüsterten sie untereinander. »Wenn wir gegen ihn kämpfen, fallen 7 von uns mit jedem Schlag. Niemand kann ihm standhalten.« Also beschlossen sie, als Gruppe zum König zu gehen und um ihre Entlassung zu bitten. »Wir können nicht bei einem Mann bleiben, der 7 auf einen Schlag tötet«, sagten sie. Der König war verärgert, dass er vielleicht alle seine loyalen Soldaten für eine Person verlieren könnte. Er bedauerte es, den Schneider jemals gesehen zu haben, und wollte ihn loswerden, hatte aber Angst, dass der Schneider ihm und seinem Volk schaden könnte. Nach langem Überlegen kam er auf einen Plan. Er ließ den kleinen Schneider rufen und sagte ihm, dass er, da er so ein großer Krieger sei, eine Bitte habe. In einem Wald seines Königreichs lebten 2 Riesen, die viel Unheil anrichteten, indem sie raubten, töteten und brannten, und niemand konnte sich ihnen nähern, ohne den Tod zu riskieren. Wenn der Schneider diese 2 Riesen besiegen könnte, würde der König ihm seine einzige Tochter zur Frau geben und ihm die Hälfte seines Königreichs als Mitgift, zusammen mit 100 Reitern, die ihm helfen würden. »Das wäre wunderbar für jemanden wie mich«, dachte der kleine Schneider. »Man bekommt nicht jeden Tag eine schöne Prinzessin und die Hälfte eines Königreichs angeboten.« »Oh, ja«, antwortete er, »ich werde mich schnell um die Riesen kümmern. Und ich benötige nicht die Hilfe der 100 Reiter. Jemand, der 7 mit einem Schlag niederschlagen kann, braucht vor 2 keine Angst.« Der kleine Schneider machte sich auf den Weg, gefolgt von den 100 Reitern. Als er den Rand des Waldes erreichte, sagte er ihnen, sie sollten warten. »Bleibt hier, ich kümmere mich selbst um die Riesen.« Dann sprang er in den Wald und sah sich um. Bald sah er beide Riesen unter einem Baum schlafen, so laut schnarchend, dass die Äste wackelten. Der kleine Schneider, keine Zeit verlierend, sammelte 2 Taschen voller Steine und kletterte auf den Baum. Als er in der Mitte war, rutschte er auf einem Ast hinunter, bis er direkt über den Riesen war und begann, Steine auf die Brust eines von ihnen zu werfen. Der Riese wachte zunächst nicht auf, aber schließlich regte er sich und stupste seinen Freund an und sagte, »Warum schlägst du mich?« »Du musst träumen«, sagte der andere Riese. »Ich schlage dich nicht.« Sie versuchten wieder zu schlafen, aber der kleine Schneider machte mit seinem Spiel weiter und warf einen Stein auf den zweiten Riesen. »Was ist los?«, rief der zweite Riese. »Warum wirfst du Dinge nach mir?« »Ich werfe nichts«, murrte der erste Riese. Sie stritten eine Weile, fielen aber schließlich wieder in einen Schlaf. Der kleine Schneider nahm einen größeren Stein und warf ihn mit aller Kraft auf den ersten Riesen. »Das ist zu viel«, schrie der Riese, sprang wie ein Verrückter auf und schob seinen Freund gegen den Baum, bis es wackelte. Der andere Riese wehrte sich, und sie wurden so wütend, dass sie Bäume herausrissen und sich gegenseitig schlugen, bis sie beide gleichzeitig tot zu Boden fielen. Der kleine Schneider sprang herunter und sagte, »Was für ein Glück! Wenn sie den Baum, in dem ich saß, abgerissen hätten, hätte ich wie ein Eichhörnchen in einen anderen springen müssen. Aber wir Schneider sind flink.« Er zog sein Schwert und stach jedem von ihnen ein paar Mal in die Brust. Dann ging er hinaus zu den Reitern und sagte, »Die Arbeit ist getan. Ich habe mich um beide gekümmert, aber es war hart. Sie haben in ihrer Wut Bäume herausgerissen und versucht, sich mit ihnen zu verteidigen,
aber das bedeutet nichts, wenn jemand wie ich kommt, der 7 mit einem Schlag töten kann. Aber bist du verletzt? Fragten die Reiter. Darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen, antwortete der Schneider, Sie haben nicht einmal ein Haar an mir berührt. Die Reiter glaubten ihm nicht und ritten in den Wald. Dort fanden sie die Riesen in ihrem Blut liegen, umgeben von herausgerissenen Bäumen. Der kleine Schneider forderte den König die Belohnung ein, die er versprochen hatte, aber der König bedauerte sein Versprechen und dachte an eine andere Aufgabe, die er ihm geben könnte. Bevor du meine Tochter und die Hälfte meines Königreichs erhältst, sagte er, musst du eine weitere heldenhafte Tat vollbringen. Im Wald gibt es ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet, und du musst es zuerst fangen. Ich fürchte mich vor einem Einhorn nicht mehr als vor 2 Riesen. 7 auf einen Schlag ist meine Spezialität. Er nahm ein Seil und eine Axt mit sich und ging zurück in den Wald, wobei er denen, die ihn begleiteten, sagte, sie sollten zurückbleiben. Lange musste er nicht suchen. Das Einhorn stürmte bald auf ihn zu, bereit, ihn mit seinem Horn zu durchbohren. »Leicht da, das kann nicht so schnell gehen«, sagte er, blieb stehen und wartete, bis das Tier nahe war, sprang dann schnell hinter einen Baum. Das Einhorn krachte mit aller Kraft gegen den Baum und blieb mit seinem Horn im Stamm stecken, unfähig, es herauszuziehen. »Jetzt habe ich dich«, sagte der Schneider, trat hinter dem Baum hervor und legte das Seil um den Hals des Einhorns. Mit seiner Axt hieb er das Horn aus dem Baum, und als alles bereit war, führte er das Einhorn zurück zu dem König. Doch der König wollte ihm die versprochene Belohnung immer noch nicht geben und stellte eine dritte Herausforderung. Vor der Hochzeit musste der Schneider ein Wildschwein fangen, das großen Unheil im Wald anrichtete, und die Jäger würden ihm helfen. »Gern«, sagte der Schneider, »das ist Kinderkram.« Er nahm die Jäger nicht mit in den Wald, und die waren darüber froh, denn das Wildschwein hatte sie zuvor angegriffen, und sie wollten sich ihm nicht noch einmal stellen. Als das Wildschwein den Schneider sah, stürmte es mit schäumendem Maul und scharfen Zähnen auf ihn zu, bereit, ihn zu Boden zu werfen. Aber der Held rannte und sprang in eine nahegelegene Kapelle, kletterte schnell zum Fenster und dann wieder hinaus. Das Wildschwein folgte ihm, aber der Schneider rannte draußen herum, schloss die Tür hinter ihm und sperrte das wütende Tier ein, das zu groß und ungeschickt war, um aus dem Fenster zu springen. Der kleine Schneider rief die Jäger herbei, damit sie das gefangene Wildschwein mit eigenen Augen sehen konnten. Dann ging der Held zu dem König, der nun sein Versprechen halten musste, und er gab ihm seine Tochter und die Hälfte seines Königreichs. Hätte er gewusst, dass vor ihm nicht ein mächtiger Krieger, sondern nur ein kleiner Schneider stand, hätte ihn das noch mehr verletzt. Die Hochzeit war groß, aber nicht sehr fröhlich, und ein Schneider wurde zum König. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin eines Nachts ihren Mann im Schlaf reden und sagen: »Bursche, mach mir die Weste und flick die Hosen, oder ich schlage dich mit dem Maßstab.« Sie erkannte, aus welchem Leben er kam, und beschwerte sich am nächsten Morgen bei ihrem Vater und bat um Hilfe, um ihren Ehemann, der nur ein Schneider war, loszuwerden. Der König tröstete sie und sagte: »Lass deine Schlafzimmertür heute Nacht offen, und meine Diener werden draußen stehen. Wenn er schläft, werden sie hineingehen, ihn fesseln und auf ein Schiff bringen, das ihn in die weite Welt schickt.« Die Königin stimmte zu, aber der Rüstmeister des Königs, der mit dem jungen Herrn befreundet war, hörte alles und erzählte ihm von dem Plan. »Ich werde dem ein Ende setzen«, sagte der kleine Schneider. In dieser Nacht ging er wie gewohnt mit seiner Frau ins Bett. Als sie dachte, er schlafe fest, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder hin. Aber der kleine Schneider, der tat, als würde er schlafen, begann laut zu rufen:
Bursche, mach mir die Weste und flick meine Hosen, oder ich schlage dich mit dem Maßstab. Ich habe 7 auf einen Schlag getötet. Ich habe 2 Riesen getötet, ein Einhorn gefangen und ein Wildschwein gefangen. Also sollte ich Angst vor denen haben, die vor meiner Tür stehen? Als die Männer das hörten, überkam sie Angst, und sie rannten davon, als würde der wilde Jäger sie verfolgen, und keiner wagte es, sich ihm wieder entgegenzustellen. So blieb der kleine Schneider für den Rest seines Lebens ein König. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.